Heute haben wir einen richtigen Scheunenfund für euch, besser gesagt einen Garagenfund. Haben auch die Mannschaft dabei, aber erstmal umziehen. Die Mannschaft ist bereit und umgezogen, aber bevor wir durchstarten, möchte ich euch erstmal Knut vorstellen. Der Grund, warum wir überhaupt hier stehen können, Knut, du hast uns ja angesprochen, erzähl uns noch mal kurz 2 Sätze zu dem Auto, bitte. Genau, also wie ich darauf gekommen bin auf die ganze Sache ist, ich habe mir seit Jahren immer wieder eure Videos angeschaut und bin ziemlich überzeugt von euren Skills. Und letztes Jahr im Lockdown, im Sommer, habe ich ein Video von Ammo NYC gesehen. Das ist ein ähnlicher Kanal in den USA. Und die haben eben so einen Barnfind gehabt, so einen Scheunenfund. Und das war auch ein rotes Cabrio. Zwar ein 190 SL Mercedes, eine ganz andere Liga, aber ich habe mir gedacht, versuch's doch mal. Und dann habe ich dich angerufen. Und wie es der Zufall so will, warst du ganz begeistert von der Idee, hast alles abgeklärt. Und jetzt sind wir hier im Mai 2021, ein bisschen Zeit vergangen, aber ja. Jetzt steht er hier. Genau. Was ist das denn für ein Auto? Vielleicht kannst du dazu was erzählen zum Auto selbst und wie du überhaupt an das Auto gekommen bist. Ja. Also es ist ein Jensen Healey aus den frühen 70er Jahren. Das ist 4.000 oder 5.000 Mal gebaut worden, das Fahrzeug. Und der Wagen wurde von meinem Vater 1991 gekauft und steht eigentlich seitdem in der Tiefgarage. Und dementsprechend sieht er auch aus. Also das heißt, der Wagen war fahrbereit damals, ist in die Tiefgarage gefahren, dort abgestellt worden und quasi vergessen worden. Vergessen sieht er tatsächlich aus. Und was tatsächlich zu tun ist für uns und auch nicht mehr für uns zu tun ist, wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben den David auch mit hier eingeladen. Den kennt ihr schon aus dem letzten Video oder den letzten beiden Videos zur Leasingaufbereitung. Er wird uns in seinem Sachverstand als Kfz-Gutachter mal ein bisschen erzählen, wie er den Zustand von dem Auto bewertet und was wir vielleicht am Ende daraus machen können. Oh ja, okay. Danke. David. Hi. Schon wieder da, aber freut uns sehr. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Man Immer sieht gerne. ja schon, dass einiges im Argen liegt, aber vielleicht kannst du ja mit deinem Sachverstand noch mal ein paar Sachen erläutern, was wir hier haben. Jo, interessant wird es erst, glaube ich, wenn er gewaschen ist, weil momentan ist da einfach eine Menge Staub drauf. Aber was man auf jeden Fall sieht, ist die ein oder andere Roststelle. Also hier vorne rostet das schon und platzt ab. Da wird es auf jeden Fall interessant und ich freue mich schon darauf zu sehen, was passiert, wenn ihr da mit der Polierscheibe rüber flitzt, ja. Was da so runterrieselt. Und ansonsten, ja, Innenraum. Also Innenraum sieht man auf jeden Fall auch, ist mit Schimmel befallen. Lenkrad, ich weiß gar nicht, das ist Kunstleder, das ist kein echtes Leder, ja, genau. Bin ich auch echt gespannt, was ihr da rausholen könnt. Vom Lack sonst, ja, stark verwittert, hat auf jeden Fall mächtig Sonne abbekommen. Ich habe gehört, Wagen kommt aus den USA, das heißt, da ist es immer noch mal ein bisschen was anderes mit den Witterungsverhältnissen, was die Materialien angeht. Lack ist bestimmt ein Einschichter, ne? Wahrscheinlich ohne Klarlack, oder was würdest du denken? Genau, davon gehe ich auch aus. Wir können ja noch mal durchmessen und schauen, ob Spachtel drauf ist oder wie einfach die Substanz ist, von der Stärke vom Lack. Ob ihr aufpassen müsst beim Polieren oder ob ihr Gas geben könnt. Ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal in die Wäsche, machen den einmal sauber. Dann kommen wir nochmal mit dem Lackschichtig-Messgerät und einer finalen Einschätzung. Und dann würde ich sagen, stecken wir uns ein Ziel und überlegen, was wir hier eigentlich erreichen wollen bei dem Projekt. Neuwagen wird es nicht mehr, so viel sei jetzt schon gesagt, aber wir werden mal sehen, wie er sauber aussieht. Dann wissen wir, glaube ich, mehr. Super. Das Auto ist gewaschen, aber noch nass, denn jetzt geht es an den Motorraum, der auch ein bisschen Liebe nötig hat. Dafür nehmen wir Trockeneis und den Mario. Ihr kennt ihn, mein lieber Mario von den Autolackaffen Goslar. Der darf sich jetzt an dem Motorraum vergnügen. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen erstmal einen Kaltreiniger, sprühen ihn ein, damit wir gerade so teerhaltige und ölige Verschmutzung effektiv anlösen und damit das Trockeneis dann seine Arbeit tun kann. Auf geht's. Viel Spaß!
Vielen Dank. Das Prachtstück ist gewaschen, der Dreck ist erstmal runter. Was haben wir? Ein verwittertes Auto, würde ich sagen. Viel Sonne, ja, wenig Pflege und einiges an Rost. Was würdest du sagen, lohnt es sich überhaupt noch was zu machen oder wie würdest du es jetzt einschätzen an der Stelle? Ja, klar kann man was machen, aber die Frage ist, was holt man raus? Also ein Neufahrzeug auf jeden Fall nicht mehr. Hier hat mal jemand versucht, in irgendeiner Form irgendwas nachzubessern mit einer Farbe, die überhaupt nicht passt. Irgendwas drunter geklebt, ne? Das ist irgendwie so. Ja, auf jeden Fall war es ein Laie, ja. Wie man einfach schlecht abgeklebt und ja, Farbe passt null. Wenn man hier so durchguckt, sieht man auch so, meinst du das ein Kratzer oder meinst du, dass irgendwie der Lack gebrochen oder? Nee, das ist Hitze einfach. Hitze. Das ist extreme Hitze, was der Lack abbekommen hat und dadurch wird er so porös und trocknet aus und reißt dann. Du hast das Gerät ja schon in der Hand. Wie viel Lack haben wir? Du bist ja schon einmal rumgegangen, aber vielleicht ich können habe wir hier schon noch mal so ein bisschen geguckt, genau. Hier sind wir so bei 138, aber an vielen Stellen auch im 90er-Bereich. Also gespachtelt ist er erstmal nicht, das ist schon mal was, aber tja, bleibt auf jeden Fall interessant, weil viele Stellen einfach so hart verrostet sind, dass ich mir echt Sorgen mache, ob ihr mit der Poliermaschine nicht einfach durchfallt. Ja? Wenn da ein bisschen Druck drauf ist und die Vibration einfach da ist, dass das ja, einfach durchbricht und ja, also ist spannend. Chrom ist sogar noch ganz gut, würde ich sagen. Ne? Der sieht gar nicht so schlecht aus hier oben rum. Ja, der kommt aus einer Gegend, habe ich gehört, also aus den Staaten, wo kein Salz oder sowas gestreut wurde, einfach wirklich nur Sonne. Und daher ist Chrom natürlich in einer guten Verfassung. Verdeck geht, ist natürlich extrem dreckig, klar. Auch hier wieder Plastik ist natürlich durch die Sonne sind die Weichmacher raus und daher, und hat hier unten auch schon ein Loch. Also ich denke, da wird nicht mehr viel gehen. Ja. Also klar, man kann was machen, einfach jetzt, um zu gucken, was ist möglich. Aber es ist jetzt kein, das Auto wird danach jetzt nicht TÜV-fähig werden. Ja, genau. Ich würde sagen, das ist unsere Zielsetzung, fasst das ganz gut zusammen. Wir wollen hier kein Meisterstück hinstellen oder irgendwas, ja, irgendein Ziel erreichen. Ich glaube, wir können hier einfach mal gucken, was geht bei so einem richtig verwitterten Lack. Können uns hier austoben, mehr kaputt gehen kann nicht. Durchgerostet ist jedes Bauteil hat irgendwo seine Punkte, die lackiert werden müssten. Das heißt, ich glaube, das Spannende wird das einfach mal zu sehen, was geht am Lack, wie sieht der am Ende aus, wenn man die Roststellen so ein bisschen ausblendet und was kann man aus so einem Scheunenfundlack jetzt machen, unabhängig von den Sachen, die halt kaputt sind. Ist auch ganz schön, wenn man sich mal austoben kann. Der Innenraum ist vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu retten, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, wir haben hier ein interessantes Projekt. Ich bin gespannt und kann selber noch nicht sagen, wie es am Ende ausgeht. Das Auto ist gewaschen, haben wir ja schon festgestellt, sauber. Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht. Jetzt wollen wir retten, was zu retten ist oder einfach mal gucken, wie viel Glanz wir draufkriegen. Mein lieber Dirk Hartnauer von Sonax hat mal ein bisschen was aufgebaut. Dirk, was meinst du, wie wollen wir rangehen? Ja, also bei der Güte, was wir hier vorfinden, müssen wir auf jeden Fall zweistufig arbeiten. Ich würde auch nicht zu radikal rangehen. Also ich würde es mal im ersten Gang mit einem harten Pad und mit der Ultimate Cut probieren. Und dann im Finish-Gang können wir wahrscheinlich mit einem Medium Pad und der X0406 können wir wahrscheinlich schon ziemlich viel reißen. Was meinst du? Klingt nach einem Plan. Ich würde sagen, wir machen einen Testbot und gucken mal, was passiert. Let's go. Auf geht's. Kein messbarer Abtrag, also im Schnitt irgendwas zwischen 140, 150.
Wir sehen, wir haben natürlich eine extreme Farbauffrischung. Wir haben wieder roten Lack. Allerdings ist der Lack drunter gebrochen. Gut, das werden wir jetzt nicht verhindern können. Ich würde sagen, Dirk, was meinst du? Vielleicht doch noch mal ein bisschen gröber oder wollen wir noch was anderes ausprobieren? Tja, dann lass es uns doch mal mit einem Woolpad probieren. Dirk, 2,5 Stunden später, Testspot, war da ein bisschen umfangreicher. Ich habe mittlerweile auch graue Haare. Chaos haben wir erfolgreich angerichtet. Was haben wir festgestellt? Ja, wir haben eigentlich festgestellt, wir haben es hier halt mit einem 40 Jahre alten thermoplastischen Lack zu tun, der halt in seiner Blütezeit vielleicht mal irgendwann einen gewissen Glanzgrad hatte. Wie ihr vielleicht wisst, thermoplastischer Lack hat halt nie die Oberflächengüte wie ein jetzt aktueller Lack, der in der Fahrzeugindustrie verarbeitet wird. Aber dieser Lack ist halt auch in sich komplett gesprungen wie ein Spinnennetz. Hitzeeinwirkung, Sonne haben dem halt in den letzten Jahrzehnten zugesetzt. Ja, Nico hat es gesagt, also wir haben ja nicht nur einen Testspot gemacht, wir haben, ich glaube, 10 Testspots gemacht. Man könnte hier quasi Schwamm- und Politurenmassaker sagen. Was wir festgestellt haben, ist, dass für uns eigentlich die beste Lösung war, wenn wir auf einer Exzenter-Maschine das Hybrid Woolpad fahren mit einem wirklich richtig fiesen Cut mit unserer Ultimate-Politur. Und dann war es das auch, weil wenn wir danach mit einem Medium-Schwamm rangehen und versuchen, das Ganze in Richtung Finish, den Glanzgrad zu erhöhen, nimmt der Glanzgrad wieder ab, weil wir anfangen, in dieses Spinnennetz im Lack selbst die Politur und das Compound einzuarbeiten. Ja, und in dem Moment, Thema Lichtbrechung, und schon ist es mit unserem Glanz wieder vorbei. Nico, was sagst du? Ja, also ich sag wirklich, ihr habt den Tisch gesehen, hier liegen Schleifpads aller Marken, aller Güte, Polituren, alles was auf dem Markt gibt, von ganz grob über mittelfein, Pads, Fell, also Entfetter. Wir haben alles benutzt, was es irgendwie wirklich gibt und sind wirklich genau zu der Conclusion gekommen, dass einmal Cut, Wachs, Feierabend. Mehr geht hier einfach nicht. Man sieht es jetzt ganz schön so auf der Haube, wenn man dann so ein bisschen rüberschwenkt. Wir haben einfach ein bisschen einen Seidenglanz erzeugt. Und es passt einfach, glaube ich, zu dem Motto, was ist noch zu retten? Und ich glaube, wir retten das, was zu retten ist. Aber wir haben selbst wirklich die Haube 2000, 3000, 8000, Cut, Finish. Ist am Ende das gleiche Ergebnis, als wenn ich einmal Cut fahre und dann ist Feierabend. Entfetten lässt alles wieder in sich zusammenfallen. Also der Lack reagiert mit allem, was irgendwie drauf passiert. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal ein bisschen Zeit gut machen. Ziehen jetzt mal ein bisschen durch und dann gucken wir am Ende mal, ob wir doch einen schönen Glanz hinbekommen. Partiell haben wir uns dann dazu entschieden, den Lack zu schleifen. Wir haben dafür im ersten Schritt die 3M Flexible Grip Schleifscheiben in der Körnung 2000 genommen. Vorteil ist im Endeffekt dieser Silikonhintergrund, sodass man erstens mit den Händen nicht davon abrutscht und zweitens nicht die Fingerbeeren durchdrückt, also ein schön gleichmäßiges Schleifergebnis trotz des Handschliffs trocken hat. Anschließend mit 3M Trisec 3000, 6000 hinterher geschliffen, um wirklich ein schönes polierbares Ergebnis zu bekommen. Das haben wir dann aufpoliert und haben tatsächlich auch an diesem sagen wir mal, fast kaputten Lack noch ein gutes Ergebnis erzielen können. Gerade durch Schleifen hat uns jetzt hier viel Zeit gespart. Wir hatten ja wirklich schon so richtige Risse im Lack. Die konnte man jetzt noch mal so ein bisschen abmildern, sodass wir wirklich hier eine gute Oberfläche haben. Finde ich, lohnt sich auf jeden Fall bei dem Fahrzeug. Hätte ich am Anfang nicht so erwartet, aber hier das Ergebnis. Innenraumkönig Paul Bartz im Style-Festival. Wir gucken uns jetzt mal den Innenraum an. Ich würde sagen, Paul, lass uns mal versuchen, das Verdeck aufzumachen. Dann kommen wir vielleicht besser ran. Vorsicht hier. Ja. Das funktioniert ja erstaunlich gut, hätte ich gar nicht so erwartet.
Und hier offenbart sich die ganze Pracht. Ich würde sagen, guckt mal rein, bevor wir weitermachen. Man sieht es ein bisschen verwildert über die Zeit. Einmal saugen sind wir durch. Einmal saugen sind wir durch, genau. Wird auf jeden Fall ein schönes Vorher-Nachher geben, davon gehe ich definitiv aus. Wir werden jetzt erstmal die groben Verschmutzungen alle raussaugen. Ja. Dann werden wir den mal mit Trockeneis einmal vorreinigen. Und dann, ja, mit dem Multistar sind noch ein paar Pfundstücke drin. Wir haben vorhin auch schon Münzen gefunden. Geld haben wir auch schon gefunden, genau. Dollar oder Pence. Und dann die ganze Geschichte hier einmal vorpinseln und so schonend wie möglich die ganze Geschichte reinigen. Ja. Denn die Materialien sind doch schon ein bisschen... Ja, und ich glaube tatsächlich, so wie es hier aussieht, außer der Schaltsack, ist hier noch nicht so viel kaputt. Ne? Also hier könnten wir vielleicht sogar, gut, ist ein bisschen gebrochen hier, aber nee, ist nicht mal, ist intakt. Hier könnten wir vielleicht sogar wirklich ein gutes Ergebnis erzielen. Wir haben es schon probiert, die Sitze kriegen wir leider nicht raus. Das heißt, der liebe Lars darf sich nachher im eingebauten Zustand drum kümmern. Aber ich würde sagen, wir räumen mal aus und dann starten wir ihn durch. Moin Lars, schön, dass du da bist. Ich dachte mir, bei den schönen Sitzen hole ich dich mal dazu. Was sagst du, freust du dich? Ich freue mich, ja. Also, dass du mich eingeladen hast, freue ich mich. Oder ihr mich eingeladen habt, da freue ich mich auf jeden Fall. Die Sitze sind schon was älter. Wie ist deine Prognose? Können wir noch was retten? Also man kriegt die schon so hin, dass die, also man kann die ja sauber machen auf jeden Fall. Und natürlich kann man auch Stellen, die offen sind, auch reparieren mit unseren Möglichkeiten an der einen oder anderen Stelle. Also hier hatte ich schon mal drunter geguckt, da ist ja so schön Klebeband drüber. Ist natürlich genau an der Naht gerissen. Wir werden das auch wieder zumachen, aber wir machen ja keine Näharbeiten. Wir werden das unterkleben zumachen, aber da würde ich eigentlich normalerweise schon empfehlen, ein neues Stück reinzunähen und das dann so zu vernähen. Aber wenn jemand jetzt diesen Aufwand nicht treiben will, das ist ja immer so eine Kostengeschichte, ne? Wie viel will man da reinstecken, was will man nachher mit dem Auto machen? Und dann denke ich, kann man, ja, wir werden heute mal zeigen, was man halt machen kann ohne Sattler. Und dann werden die auch erstmal gut aussehen. Das wird auch erstmal halten, eine ganze Weile. Nicht ewig, aber erstmal ist okay. Aber es ist schon... Was sagst du zu den verschimmelten Türpappen? Was machen wir da? Ja, auch reinigen und dann mit Fixativ einmal den pH-Wert regulieren, also dass wir runterkommen. Schimmel fühlt sich ja so ab 5 ganz wohl und umso alkalischer es wird, umso schöner ist es für ihn. Und mit Fixativ kann man da halt wieder auf 2,5 oder 3 runterkommen, dass es halt dann beschädigt ist. Es ist weißer Schimmel, das ist schon mal gut, weil schwarzen Schimmel kriegt man meistens nicht so wirklich gut weggereinigt. Auch gut zu wissen. Und bei Kunstleder sitzt der nur an der Oberfläche oder durchdringt der auch das Material? Nee, der dringt durch. Echt, ja? Ja, also der ist auch weiter drin, deshalb ganz wichtig. Also erstmal richtig gut sauber machen, Kunstlederreiniger oder Lederreiniger stark und dann mit Fixativ. Alternativ kann man auch Essigessenz nehmen, 1:1 mit Wasser, ne? Und das damit runterreiben. Es ist halt wichtig, dass man den Schimmel einmal platt macht, also die Schimmelsporen. Und das macht man, indem man den pH-Wert runterschiebt. Wunderbar, also steht auch das Leder oder Kunstleder unter dem Motto, mal sehen, was zu retten ist. Ich bin gespannt. Lass dich arbeiten, Lars. Wir sehen uns dann später nochmal wieder. Jawohl, danke. Geschliffen, poliert, geschliffen, poliert, geschliffen, poliert, geschwitzt und fast geblutet. Jetzt ist die große Frage, was machen wir rauf? Und das will ich nicht alleine entscheiden, deswegen, der eine oder andere kennt ihn schon. Robert, mein persönlicher Wachs- und Versiegelungsexperte. Was würdest du sagen? Was machen wir rauf? Ich denke, wir werden hier auf jeden Fall einen Wachs drauf machen. Ein natürliches Wachs ohne starke Lösemittel. Hier wäre ein Coating auf jeden Fall völlig falsch auf einem Einschichtlack. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber zu reden. Wir haben hier uns jetzt für das Premium Class Carnauba Care von Sonax entschieden, was ein sehr natürliches Wachs ist und auf Uni- bzw. Einschichtlacken wirklich sehr gut funktioniert. Es zieht ein, man kann dann eine schöne zweite Schicht drauflegen und dann ist es auf jeden Fall für solch einen Lack safe, um sich hinter das Ergebnis nicht nochmal mit irgendwelchen Lösemitteln oder
lackanlösenden Mitteln das Ergebnis zu versauen nach so viel Arbeit. Klingt nach einem Plan, ich würde sagen, ziehen wir durch. Let's go. Die etliche Stunde oder etliche Stunden sind ins Land gegangen. Am Ende ist hier doch eine ganze Menge passiert mit uns allen, mit mir auch. Wir sind alle ein bisschen fertig, so wie das Auto auch. David, dein Urteil? Jo, also ich glaube, das ist eine große Verwandlung zu dem, was man vorhin gesehen hat. Hab da eine Menge rausgeholt, aber ich meine, es ist auch spät geworden. Für ein Wertgutachten reicht es immer noch nicht aus, aber ja, nicht mal für TÜV wahrscheinlich. Ist einfach irre, was ihr aus der Katastrophe, also ich meine, der Lack war ja wirklich am Ende. Und wenn man genau hinguckt, dann wird man auch noch was finden, aber die Verwandlung, besonders im Innenraum, gigantisch Verdeck, toll, was da wieder für einen Glanz drin ist, ja. Vielen Dank. Danke auch, dass du uns unterstützt hast mit deinem Sachverstand und auch deinem Messgerät. Ich würde sagen, das Auto war definitiv kein How-to oder wie restauriere ich ein Auto, sondern es war einfach mal ein Versuch, um mal zu gucken, was geht in so einem komplett verrotteten, fast 50 Jahre alten Lack, der natürlich nicht in dem Sinne so erhaltenswert war. Also der müsste komplett lackiert, restauriert, geschweißt werden. Wir haben nicht mal mehr genug Substanz, um damit zu arbeiten, aber wir wollten einfach mal sehen, was ist denn noch zu retten und was geht denn rauszuholen. Und ich glaube, nachdem wir zwischenzeitlich dachten, hier geht gar nichts mehr, ging am Ende dann doch noch eine ganze Menge und ich schließe mich dir an. Das Verdeck ist toll geworden, der Innenraum ist toll geworden. Da auch nochmal danke an Lars und insgesamt danke an alle, die mitgemacht haben. War echt mal ein spannendes und cooles Projekt und ich hoffe, der Auftakt für einige weitere Projekte, vielleicht auch mit mehr Substanz und auch für mich mal ein Ausgangszustand, bei dem ich am Anfang wirklich nicht wusste, und ich habe es vorhin gesagt, wo wir hinkommen und was wir hier für eine Finish-Bilder zeigen können. Und ich glaube, es kann sich definitiv sehen lassen mit aller Ehrlichkeit, die man hier zeigen muss. Ist, glaube ich, eine Menge passiert, hat mir Spaß gemacht. Danke auch an Knut, dass du auf uns aufmerksam geworden bist und uns das Auto zur Verfügung gestellt hast. Und wir sind durch. Ich danke dir. Was sagst du? Ja, ich bin überwältigt, was ihr rausholen konntet. Und gleichzeitig auch schockiert, wie viel Rost dann doch tatsächlich vorhanden ist und wie sehr die Sonne und die Zeit an dem Lack genagt hat. Ja. Danke dir nochmal fürs zur Verfügung stellen. Es hat dir jetzt faktisch nichts gebracht. Wenn du was machen willst, musst du es machen lassen. Aber war auf jeden Fall mal ein schönes Projekt. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, herzukommen. Ja, ich danke euch und dem gesamten Team. Wir waren hier teilweise ja mit 10 Mann vor Ort. Also wirklich ganz tolle Arbeit und hätte ich auch so nicht gedacht. Ich dachte, ich komme hier hin, da sind 3 Leute vor Ort und dass jetzt so ein Riesenteam hier war und was ihr da auf die Beine gestellt habt, also größten Respekt. Ja. Hat dich der Aufwand so ein bisschen überrascht? Du hast ja fast die ganze Zeit zugeguckt. Ja, also genau, das Ganze dann mal 10 und dann 1,5 Tage, das hat mich schon überrascht. In euren Videos sieht das immer so leicht aus und dann hier vor Ort. Gute Fahrt. Danke dir.